This video is sponsored by Lingoda. No matter if you are learning German for your job or just for fun, Lingoda has the lessons that you need to reach your goals. Take live online lessons with native speakers whenever you want. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Das ist Bob. Bob ist 35 Jahre alt. Er hatte eine Ehefrau, Steffi. 2017 war Bob noch ledig. Dann hat er Steffi getroffen. Zuerst war sie seine Freundin und er ihr Freund. Dann wurde sie seine Verlobte und er ihr Verlobter, da sie sich verlobt hatten. Ihre Hochzeit wurde 2012 gefeiert. Dann wurde Bob der Ehemann und Steffi die Ehefrau. Ehemann oder Ehefrau kann man auch Ehepartner nennen. Sie haben 3 Kinder, Jan, Sophie und Luca. Das sind Bob und Steffis Nachwuchs. Jan ist der ältere Sohn und Luca der jüngere. Sophie ist die Tochter. Sophie ist die Schwester von Jan und Luca. Luca ist der Bruder von Sophie und Jan. Sie sind Geschwister. Ihre Eltern sind Bob, der Vater, und Steffi, die Mutter. Die Kinder nennen Bob entweder Papa oder Vati und Steffi entweder Mama oder Mutti. 2016 haben sich Bob und Steffi schieden lassen. 2017 hat Bob eine neue Frau, Katrin, geheiratet und Steffi einen neuen Mann, Christian. Bobs neue Frau ist die Stiefmutter von Jan, Sophie und Luca. Steffis neuer Mann ist der Stiefvater von den Kindern. Katrin war eine Witwe. Ihr Ehemann ist vor ein paar Jahren gestorben. Wenn die Ehefrau von einem Mann stirbt, nennt man diesen Mann einen Witwer. Christian hatte schon 2 Kinder, als er Steffi geheiratet hat. Anna ist die Stiefschwester und Leon ist der Stiefbruder von Jan, Sophie und Luca. Christians Kinder sind die Stiefkinder von Steffi. Anna ist die Stieftochter und Leon der Stiefsohn. Bob und Katrin haben einen Sohn und eine Tochter zusammen. Laura ist die Halbschwester von Jan, Sophie und Luca und Janek der Halbbruder. Laura und Janek sind Zwillinge. Sie sind nicht eineiige Zwillinge, sie sind zweieiige Zwillinge. Das bedeutet, sie sehen nicht gleich aus. Bobs Eltern sind die Großeltern von Jan, Sophie und Luca. Ihr Großvater und ihre Großmutter haben 2 Söhne, Bob und Daniel, und eine Tochter, Nadine. Daniel ist der Onkel von den Kindern. Daniels Ehefrau Melanie und Bob und Daniels Schwester Nadine sind die Tanten von Jan, Sophie und Luca. Die Kinder von Daniel und Melanie sind die Vettern von Jan, Sophie und Luca. Julia ist die Cousine und Dennis der Cousin. Jan und Luca sind die Neffen von Daniel und Melanie. Sophie ist ihre Nichte. Daniel ist der Schwager von Katrin. Nadine ist Katrins Schwägerin. Klaus ist ihr Schwiegervater und Birgit die Schwiegermutter. Katrin ist die Schwiegertochter von Klaus und Birgit. Bob ist der Schwiegersohn von Katrins Eltern. Die Kinder von Bob nennen Klaus Opa und Birgit Oma. Die Geschwister von Birgit sind der Großonkel und die Großtante von Bobs Kindern. Die Eltern von Birgit sind die Urgroßeltern von Bobs Kindern. Dieter, der Urgroßvater, und Elke, die Urgroßmutter. Jan und Luca sind die Enkel von Klaus und Birgit und Sophie die Enkelin.
Für Dieter und Elke sind sie die Großenkel und Großenkelin. Mit all diesen Informationen könnt ihr jetzt Bobs Stammbaum zeichnen. Wenn es so aussieht, habt ihr alles richtig verstanden. Again, I'd like to thank my sponsor, Lingoda. They have lessons to fit whatever your needs may be. If you're learning German or even French, Spanish, or English for that matter, they have the lessons and materials that you need to be successful in your foreign language goals. Click the link in the description and check them out.